Willkommen im Jahr 2042. Während die Welt am Rande eines Krieges steht, bildet sich angesichts der größten Krise der Menschheitsgeschichte eine neue Art staatenloser Soldaten heraus. Was bisher geschah? Ein chaotisches Jahrzehnt. 2031. 10 Jahre haben ausgereicht, um die Welt aus den Fugen zu heben. Steigende Meeresspiegel, wirtschaftliche Krisen, gebrochene Bündnisse und täglich gibt es neue Schlagzeilen. 9. Oktober 2033. Hurricane Zeta. Der weltweit erste Sturm der Kategorie 6. 11. Januar 2034. Weltweite Lebensmittel- und Treibstoffknappheit löst zweite große Depression aus. 8. August 2035. Europäische Union löst sich nach dem Staatsbankrott Deutschlands offiziell auf. Der Aufstieg der No-Pads. Die Zurückgelassenen und Heimatlosen schließen sich auf der Suche nach einem sicheren Hafen zu bunt zusammengewürfelten Flotten zusammen. Sie sind Familien, Bauern, Ärzte, Ingenieure und Soldaten. Vormals privilegierte, nun aber verarmte Menschen aus einer anderen Zeit, die vom Wunsch zu überleben zusammengeschweißt werden. Die Medien bezeichnen sie als Non-Patriots. Sie selbst nennen sich No-Pads. Die neue Normalität. 2037. Die Menschheit passt sich an die neue Normalität an. Energietechnische Neuerungen, Bewässerungssysteme, hydraulische Dämme und Wellenbrecher retten Küstenstädte, schaffen Ackerland und helfen beim Wiederaufbau von Versorgungsketten. In der Hoffnung auf Stabilität öffnen einige Nationen zögerlich ihre Grenzen. Da die Umsiedlung von 1,2 Milliarden Menschen allerdings unmöglich ist, bleiben die No-Pads eine permanente Herausforderung für alle wirtschaftlichen, militärischen und gesellschaftspolitischen Entscheidungen. Viele No-Pads misstrauen bis heute den Regierungen, die sie ins Exil gezwungen haben, und sind nicht bereit, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. No-Pad-Anführer treten auf den Plan. Sie verkörpern eine neue Identität jenseits ihrer einstigen Nationalität und zeichnen eine neue Linie in den Sand zwischen der alten Welt und der neuen Normalität. #Wir sind No-Pads wird zum Schlachtruf. Während sich die Welt langsam erholt, kommt es zu vermehrten Spannungen zwischen den USA und Russland, da die beiden letzten Supermächte versuchen, diese sich rasant verändernde Welt weiterhin zu kontrollieren. Der Blackout von 2040. 2040. Die plötzliche Zunahme von Kollisionen von Weltraummüll erzeugt einen Kessler-Effekt, durch den 70% aller erdnahen Satelliten in der Atmosphäre verglühen. Die Ursache ist unbekannt. Der folgende Blackout hat jedoch katastrophale Folgen. Flugzeuge stürzen ab, Kommunikationsnetze brechen zusammen. Die bereits gestörten weltweiten Versorgungsketten kommen vollständig zum Erliegen. Die Preise für Öl, Getreide und Kohle explodieren. Unbestätigten Berichten zufolge sterben mehr als 100.000 Menschen. Eine Welt, die bereits am Abgrund stand, stürzt endgültig in die Tiefe. Kein Internet, keine Navigation, keine Überwachung, keine Sturmwarnungen. Das geopolitische Misstrauen erreicht ungeahnte Ausmaße. Da es keine Spionage mehr gibt, kann man niemandem mehr vertrauen. Während sich Russland und die USA gegenseitig für den Blackout verantwortlich machen, waren für diesen tatsächlich No-Pads verantwortlich, die nun die beiden Supermächte beschuldigen, Anarchie zu sehen. Ehemalige Militärs und kampferprobte Spezialisten in den Reihen der No-Pads bilden bewaffnete Einsatzkommandos, um sich angesichts der zunehmenden Spannungen zu verteidigen. Am Rande des Krieges. Die Lebensmittel- und Treibstoffknappheit mündet in einem Schattenkrieg zwischen den USA und Russland. Um eine glaubhafte Bestreitbarkeit zu wahren, schicken beide Seiten No-Pad-Einsatzkommandos in die eskalierenden Stellvertreterkriege und die knappen Ressourcen und versprechen den Flüchtlingen einen Teil des Kuchens. Es ist 2042. Ein offener Krieg steht kurz bevor. Die No-Pads müssen sich für eine Seite entscheiden, kämpfen aber nicht für eine Flagge, sondern ihre eigene Zukunft. Ihr Krieg ist deine Geschichte.